Hey zusammen zur 2023er Edition von DJ-Übergängen. Wir gucken uns gleich 3 Möglichkeiten an, wie ihr bei ein und demselben Lied einen Übergang machen könnt. Einmal eine schnellere Version, einmal die einfache Version und vielleicht einmal so die Version einfach zum Üben, wie ein Übergang geht. Damit ihr aber jetzt nicht so denkt, so, boah, wie funktioniert das überhaupt, ohne das zu sehen, schalten wir einmal rüber zum DJ-Equipment. So, wir fangen mal mit dem Übergang an, wo ich euch zeigen kann, quasi wie ein Übergang überhaupt funktioniert und ein Übergang so ist, dass man ihn quasi gar nicht hört. Als Lieder habe ich 2 Lieder von mir genommen, damit wir keine Copyright Strikes bekommen. Und das eine, das ist einmal Never Forget You von mir und das andere ist mein neuer Release Push It. Ich habe auch extra noch eine zweite Kamera aufgestellt, damit ihr einen direkten Blick auf meine Fader und auf das habt, was ich so an den ganzen Drehreglern mache. Aber wenig labern, ich mache jetzt einfach mal und drücke hier bei dem laufenden Lied auf Play. Das laufende Lied lasse ich jetzt erstmal so ein bisschen so durchlaufen, habe das bei mir mit auf den Kopfhörern drauf und drücke den anderen Knopf, damit ich das nächste Lied höre. Die haben beide hier die gleiche Geschwindigkeit angezeigt und genau hier muss ich mit dem nächsten reingehen. Ich drücke Play. Durch Drehen am Jogwheel stelle ich beide auf die gleiche Geschwindigkeit. Ich nehme ein bisschen Höhen, ein bisschen Mitten raus, den Bass komplett raus, schiebe den Fader langsam hoch und mache einen Basswechsel. Zusätzlich gleiche ich auch nochmal hier die Mitten ein bisschen an, gehe mit den Höhen rein, dass das gut ausgetauscht ist und ziehe den zweiten Fader vom auslaufenden Lied runter. Und zack, hat das neue Lied angefangen. Dadurch haben wir eine ganz entspannte Transition geschaffen und man hat quasi den Übergang gar nicht gehört. Ich habe aber auch noch eine zweite Variante, zum Beispiel, wie ihr einen Übergang machen könnt. Wir machen das wieder anhand der gleichen Lieder. Diesmal starte ich das Lied an einer anderen Stelle, ein bisschen früher im Lied drin. Das ist so eine Übergangsart, wie ich sie ganz gerne mache. Viele nennen das Cutten und mögen das eher nicht, aber dadurch hat man nochmal so ein bisschen besser einen schnelleren Drive in den ganzen Übergängen drin und kann das Ganze ein bisschen schneller machen. Gerne nutze ich dafür auch auf Kanal 2, dem laufenden Lied, den Effekt Reverb. Nehme dort die Low-Bereich raus, das kann ich jetzt bei diesem Controller hier machen. Ob ihr das drin habt oder nicht, ist im Endeffekt egal. Das Ganze bietet zusätzlich nochmal so ein bisschen Ausgleich in dem Übergang drin und macht das Ganze ein bisschen entspannter. Ich drücke auch hier auf Play. Ich lasse den ersten Teil vom Lied ein bisschen weiterlaufen, warte auf den Moment, wo ich reingehe. Das ist in diesem Lied genau hier. Ich nehme den Bass wieder raus, nehme die Mitten ein bisschen raus, die Höhen auch. Bringe das neue Lied in das Laufende leicht rein. Anders als beim anderen mache ich jetzt währenddessen noch keinen Basstausch. Gebe ein bisschen Mitten rein, ein bisschen Höhen. Und jetzt kommt die Übergang. Durch den Effekt des Reverbs habe ich jetzt so ein bisschen einen Nachhall beim vorigen Lied gebracht, dass nicht so ein direkter Abbruch direkt reinkommt. Und ich bin schon etwas früher aus dem Lied rausgekommen, wo die meiste Energie aus dem vorigen Lied aufgehört hat. Ich habe aber auch versucht, das Intro, was ich beim neuen Song habe, komplett über das andere Lied rüberzulegen, so dass ich die Möglichkeit habe, beide Geschwindigkeiten direkt übereinander zu legen und auch beim neuen Lied erst dann anzufangen, zum Beispiel, wann auch die Radio-Edit anfängt. Denn die meisten Leute, die die Musik kennen, die kennen das Lied nur so, wie sie es auf Spotify oder irgendwo gehört haben. Und da ist es genau dieser Effekt. Die nächste Möglichkeit, die wir haben, wäre natürlich auch schon im ersten Drop rein zu mixen.
Auch das zeige ich euch einmal. Das ist quasi genau das gleiche wie der zweite Übergang, nur einmal ein bisschen schneller. So, also bei beiden Übergängen habt ihr gesehen, es ist eigentlich relativ immer das Gleiche. Ihr legt das Intro über das Outro vom Lied, beziehungsweise ihr legt es im Lied über einen gleich langen Part. Am Ende ist es immer das, dass ihr wirklich die DJ-Version eines Liedes nehmt, also den Extended Mix oder DJ Remix. Es steht meistens Extended dahinter. Die findet ihr auf bestimmten Seiten. Auch dazu habe ich euch schon mal ein Video gemacht, wo ihr DJ-Versionen von Lieder findet. Und dadurch könnt ihr Übergänge bilden. Bei Radio Edits, da könnt ihr nicht viel mixen. Am Ende sind es dort irgendwelche einfach nur Play- und Pause-Übergänge, die ihr macht. Geht auch, da im Club es viel darauf ankommt, die richtige Musik zum richtigen Zeitpunkt zu spielen. Aber durch genau so welche Übergänge, die ich euch gerade gezeigt habe, könnt ihr interessante und tolle Transitions zwischen Tracks bilden. Und zwar auf einem ganz normalen, entspannten Niveau. Gut zum Beispiel für eure Mixtapes, Radio-Mix-Sessions oder für das Warm-up im Club. In einem anderen Video zeige ich euch sicherlich auch nochmal, wie ihr so ein paar interessantere Übergänge machen könnt. Oder wie ihr so ein bisschen zaubern könnt bei den Übergängen. Das Ganze aber in einem neuen Video. Und falls ihr das nicht verpassen wollt, dann drückt bei meinem Kanal am besten auf Abonnieren und gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Wir sehen uns die Tage wieder zum neuen Video. Mein Name ist Seed. Ciao.